Anfang und Mitte der 2000er Jahre hat Ferrari so ziemlich alles erreicht, was man im Automobilbau erreichen kann. Mit beispiellosen 6 aufeinanderfolgenden Konstrukteurstiteln hat Ferrari einige der besten Straßenautos seiner Geschichte gebaut, so auch der Ferrari F430. Angelehnt an das Design des Ferrari Enzo war der F430 das ausgeklügelste und aufregendste Auto seiner Art, das bisher aus Maranello kam. Aber das war damals. Viele nannten ihn den Baby Enzo mit weniger Zylindern. Doch wie sieht es heute aus? Kann der 430 seinen Legendenstatus behaupten? Der Ferrari F430 ist nicht irgendein Ferrari, sondern vielmehr der Höhepunkt in der langen Historie von V8 Heckmittelmotor-Modellen aus Maranello. Und als er 2004 auf der Pariser Motorshow präsentiert wurde, war das Fahrzeug eine Offenbarung und hat alles in den Schatten gestellt, was es damals gab. Er trug die Gene des Scuderia Ferrari aus der Formel 1 in sich, eine angelehnte Aerodynamik an das Rennfahrzeug, eine von Pininfarina entworfene Karosserie, ein 4,3 Liter V8 Heckmittelmotor mit 490 PS. Und er trug auch die Gene seiner Vorgänger, des Ferrari F360, damals der meistverkaufte Ferrari aller Zeiten in sich und die des besten Sportwagens der 90er, das Ferrari F355. Und heute stellen wir euch den Ferrari F430 Spider vor und schauen, was dieses Fahrzeug noch 2023 zu bieten hat und ob er vielleicht viel interessanter ist, als man sogar dachte. Und um euch den 430 näher zu bringen, haben wir heute einen 430 Spider aus unserem Bestand mitgebracht und zeigen euch mal, wie das Auto so fährt und vor allen Dingen, wie er auch klingt. Und los geht's im 430. Ja, welches Auto kann heute noch so einen Sound liefern? Ich glaube, es sind nicht viele. Und der 430 hier, der hat zugegebenermaßen eine Klappenabgasanlage. Das lässt ihn noch mal besser klingen, als er original klingt. Dieser 430 hier wurde 2005 in Monaco Urs ausgeliefert, ist also ein ganz frühes Fahrzeug. Vom monegassischen Urs-Besitzer ging das Fahrzeug dann Mitte der 2000er Jahre nach Frankreich zu einem bekannten französischen TV-Moderator. Der hat es dann in seinem Besitz gehabt bis 2018, wonach es dann eben in die dritte deutsche Hand dann ging. Und von diesem Besitz haben wir das Fahrzeug erworben. Aktuell hat er 27.000 Kilometer und ist sehr schön ausgestattet mit den Racing-Sitzen, die eben Sonderausstattung waren und damals auch neu im Ferrari-Programm. Im Gegensatz zu heute, im Vergleich zum Beispiel 458, 488, wo die schon recht häufig gewählt wurden, ist es damals wirklich sehr selten ausgewählt worden und heute ein absolut begehrtes Extra. Zudem hat das Fahrzeug die Keramik-Bremsanlage, die war bis zum Jahre 2008 auch Sonderausstattung und wurde dann eben zur Serienausstattung. Wie bei jedem Ferrari immer gern gesehen sind die Scuderia-Embleme an den Kotflügeln, hat der auch in diesem Falle. Und im Interieur haben wir dann das Carbon-Paket. Dort gab es 2 Stück, eben das eine an den Lüftungsdüsen, an der Mittelkonsole und Armaturenbrett. Und das weitere war eben das Carbon-Paket Cockpit. Das hat er jetzt nicht. Von der Farbkombination haben wir hier Nero DS. Nero DS ist ein Unischwarz. Viele verwechseln es auch mit Nero Daytona. Nero Daytona ist eben der Metallic-Farbton. Innen haben wir Pelle Nera, also Lederschwarz, eine ganz klassische, schlichte Kombination, die beim 430 auch, denke ich, schön ist. Ja, er ist nicht ganz so auffällig und
kann auch als Alternative für einen Porsche-Fahrer dann doch interessant sein, weil er nicht so, ja, so flashy ist. Die Geschichte des 430 begann 2004 auf der Pariser Motorshow, dort präsentiert als Nachfolger des Ferrari 360, und der 430 reihte sich ein in die lange Modellpalette der V8 Heckmittelmotor Zweisitzer, die in den 70er Jahren durch den 308 GTB eingeführt wurde. Zuvor waren die meisten Ferraris eben Frontmotor 12-Zylinder, und der 430 wurde dann von 2004 bis 2009 gebaut. Ab 2005 war der Spider erhältlich und ist bis zum Modellende an sich unverändert gebaut worden. Was noch hinzukam, waren zu einem späteren Zeitpunkt der Ferrari F430 Scuderia, der die Straßenversion des 430 Challenge war. Der Challenge wurde im sogenannten Challenge Cup gefahren, das ist ein Ferrari Cup ähnlich dem GT3 Porsche Cup, und war eben ein Straßenfahrzeug angelehnt an den 430 Challenge. Der krönende Abschluss des 430 war dann der 430 Scuderia 16M Spider, limitiert auf 499 Stück. Ist heute ein absolut begehrtes Sammlerfahrzeug, das auch am Markt selten verfügbar ist. Aber hier der 430 Spider, der normale, wiegt natürlich immer noch 70 Kilo mehr wie das Coupé, hat 4 km/h weniger Topspeed, also statt 315 nur 311 km/h, was natürlich immer noch unglaublich viel ist für ein Auto aus 2005. Und auch zum ersten Mal, finde ich, ist das F1-Getriebe brauchbar. Es ist zwar noch kein Doppelkupplungsgetriebe, aber es schellt wirklich schon schnell. Und wenn man es auch richtig schellt, dann hält es auch. Was immer wichtig ist beim F1-Getriebe im Vergleich zu modernen Doppelkupplungsgetrieben oder auch Wandlerautomatikgetrieben, ist das, wenn man Gas gibt, also beim Schalten vom Gas geht, weil das F1-Getriebe ist ein sequentielles Schaltgetriebe, sprich wir haben hier eine hydraulisch betätigte Kupplung, durch einen elektrischen Aktuator wird das Ganze eben geregelt. Und wenn ich dann weiter Gas gebe, dann ist es eben letztlich so, wie wenn ich beim Schalter die Kupplung schleifen lasse und Gas gebe. Ne? Deshalb immer vom Gas gehen, und dann hält die Kupplung auch wirklich lang. Und jetzt hören wir auch mal gleich richtig den Sound hier vom 430. Der Motor ist extrem feurig, italienische Emotion, 8500 Umdrehungen, dort ist eben das Drehzahllimit, und das klingt schon brutal. Wenn man die Leistungsdaten auch heute noch vergleicht, ist so ein Fahrzeug nahezu so schnell wie eine aktuelle Generation des 911 in der eben Carrera S oder ein 4S, nur eben hier schon ein 20 Jahre altes Fahrzeug. Das staunt einen immer wieder, wie schnell der auch ist und vor allen Dingen wie gut der auch klingt. Kommen wir nochmal zur Ausstattung. Zunächst Serienausstattung. Der 430 kam erstmals mit den Manettino, das ist hier der Fahrmodusschalter am Lenkrad. Zudem auch mit dem sogenannten E-Diff, also elektronisch geregeltes Differential an der Hinterachse. Früher hat man das über eine mechanische Sperre realisiert. In diesem Fahrzeug, erstmal in dem Serienfahrzeug eben elektrisch geregelt. Die Big-Xenon-Scheinwerfer waren auch Serie und 2.8 dann sogar die Keramikbremsanlage. Bei der Sonderausstattung, wie bei jedem Ferrari, sind es ähnliche Merkmale, Scuderia-Embleme, Carbon innen, außen, Motorraum ist immer gern gesehen bei Enthusiasten, Keramikbremsanlage und Racing-Sitze. Und wenn man diese Kombination an einem Fahrzeug hat, ja, dann ist es am Markt immer die gefragteste Kombination. Der hier hat die ganzen Merkmale auch und ist von daher auch ein Fahrzeug, das sicherlich sehr werthaltig ist und auch für die Zukunft einem ein gutes Investment bieten kann. Das war unsere Vorstellung zum 430 Spider.
Hier in einer sehr schönen Kombination mit den Racing-Sitzen, den Scuderia-Emblem und der Keramikbremsanlage. Und falls ihr auch so ein Fahrzeug sucht, dann haben wir nicht nur den im Bestand, sondern einen weiteren noch aus 2007 mit der ähnlichen Ausstattung. Die Fahrzeuge bewegen sich aktuell zwischen 125 und 150.000 Euro, je nach Erhaltungszustand und auch Laufleistung. Dieses Fahrzeug hier ist mit 145.000 Euro bepreist. Das andere Fahrzeug ist ein 2.7er mit 37.000 Kilometer, der liegt bei in etwa 130.000 Euro. Und ja, falls ihr so ein Fahrzeug auch habt und es verkaufen möchtet, kommt gerne auf uns zu. Wir kaufen diese Fahrzeuge auf unserem Bestand, also bieten hier nicht nur eine Vermittlung an, sondern kaufen diese aktiv. Und wir freuen uns hier, wenn wir euch in jeder Hinsicht weiterhelfen können, und bedanke mich fürs Zuschauen.